Hallo meine Lieben, heute geht es mit dem Thema Stempel selber erstellen weiter, und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr mit dem Plotter Stempel ausschneiden könnt. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich werde das Ganze heute mit dem DX Plotter machen, und hier gibt es ein Stamp Starter Kit, ein Starter-Kit für Stempel. Das geht mit dem DX Plotter, aber eben auch mit dem Scan & Cut. Und hier drin habt ihr klar die Bedienungsanleitung, solche Sachen. Ihr habt 3 solche Silikonmaterialien, also Silikonmatten quasi, daraus erstellen wir die Stempel. Ich würde sagen, das ist in ungefähr 1 Millimeter breit, das ist wirklich nicht dick. Dann haben wir einen Stempelblock drin, wir haben einen Stempel und dann gibt es auch eine kleine Karte, um hier ein paar Motive gleich auch schon freizuschalten. Ich werde das Ganze mit euch zusammen kurz freischalten, weil ich habe es auch noch nicht genutzt. Und dann starten wir eigentlich auch schon mit den Tests. Wenn ihr im Brother Canvas drin seid, könnt ihr über Hilfe, dann Kontoeinstellungen, dann habt ihr hier Aktivieren von Premium-Funktionen. Da könnt ihr jetzt den Code, der hinten auf der Karte drauf ist, eingeben und dann Aktivieren klicken. Und dann bestätigt er euch, dass das aktiviert wurde. Können wir hier wieder raus. Und jetzt seht ihr hier, dass ihr zusätzlich dieses Modul Stempel habt. Und hier drin habt ihr verschiedene Motive, die ihr verwenden könnt. Ich werde aber keines von diesen Motiven verwenden, sondern ich habe hier meine eigenen Sachen angelegt. Hier habe ich ganz einfach 2 SVGs importiert. Hier habe ich Schrift hinzugefügt und hier habe ich was in Procreate gezeichnet und das mit dem Nachzeichnen hier quasi nachgezeichnet, damit ich da auch die Schnittlinien habe. Ihr seht jetzt, dass der Ballon hier in der Luft hängt. Da gibt es eigentlich eine Schnur, aber da weiß ich jetzt schon, dass das viel zu dünn ist. Also ihr könnt mit dem Stempel auch nicht extrem dünn gehen. Und deshalb habe ich die weggelassen und das werde ich dann einfach mit einem Stift von Hand kurz zeichnen. Das geht ja auch. Hier auch noch ein Tipp, wenn ihr Stempel habt, die aus Einzelteilen besteht. Hier habe ich das einerseits auf Schneiden gesetzt, aber ich habe es dann einfach dupliziert oder kopiert und eingefügt und dann habe ich das Ganze auf Zeichnen gesetzt und so könntet ihr das dann quasi auf ein Blatt Papier zeichnen und euch die Einzelteile vom Stempel dann drauflegen, damit das auch wieder schön angeordnet ist und das dann mit dem Stempelblock aufnehmen. Na, das funktioniert auch. Die beiden mache ich nicht, das war nur, um euch das kurz zu zeigen. Das erste, was ich jetzt mache, ist hier diesen Santa und das kleine Reh. Na, das übergebe ich jetzt an meinen Plotter, und damit wir das schon mal schneiden können. Dann kann ich jetzt hier auf dem Plotter meine Daten abrufen. Das sind die beiden. Sage ich okay, muss ich sagen, was ich damit machen will, schneiden. Und jetzt werde ich auf jeden Fall zuerst einen Test machen, weil Brother empfiehlt hier das Tiefenschnittmesser zu verwenden, und zwar das ist das Violette, und da würdet ihr das in etwa bei einer 6,5 einstellen, und hier von den Einstellungen her würdet ihr die Schneidegeschwindigkeit runternehmen. Ich würde auf eine 2 bis 3 gehen. Schneiderdruck automatisch. Und den Halbschnitt noch kurz gucken. Der muss natürlich aus sein, weil ich will ganz durchschneiden. Sage ich okay.
Ich selber werde das Automatikmesser verwenden, dann kann ich auch gleich testen, ob das funktioniert. Und dazu nehme ich die Standardmatte und klebe mir das Material in die Mitte. Das heißt, auf beiden Seiten ist ein Plastik drauf und ihr nehmt das Plastik einfach auf einer Seite weg. Und die Matte sollte natürlich gut kleben, ne? Das wäre wichtig. So, jetzt scanne ich die ein und gucke kurz, wo das Material liegt. Ganz vergessen zu sagen, es wäre natürlich gut, wenn ihr die Rollen hochhebt. So, jetzt können wir hier das Motiv kurz gucken, dass ich die Matte auf dunkel setze. So, jetzt sehe ich das besser. Und jetzt kann ich hier die Elemente, die ich ausschneiden will, schön hier drauf platzieren. Versuche es in der Ecke zu platzieren und trotzdem so ein bisschen platzsparend. Machen wir es in die andere Ecke. So, sage ich okay. Nochmal okay, dann was ich machen will, schneiden. Und jetzt mache ich auf jeden Fall einen Testschnitt. Und den natürlich gerne auf dem Stempelmaterial, aber nicht da, wo mein Motiv ist. Ich würde sagen, so sollte das passen, dann sage ich Start. Jetzt kann ich gucken, ob das richtig geschnitten wurde. Und auch, ob er nicht zu tief in die Matte rein ist. Das passt. Passt wunderbar. Und von dem her würde ich sagen, ich schneide jetzt einfach mal. Ich musste das hier kurz abbrechen, weil ich gemerkt habe, dass er den Stempel tatsächlich oder das Material verschoben hat. Und deshalb habe ich das jetzt einfach mit Malerkrepp festgemacht. Lade die Matte nochmal. Und jetzt sage ich nochmal schneiden. Die Einstellungen sind immer noch gleich. Und sage Start. Er sagt jetzt, dass er fertig ist. Ich kontrolliere aber kurz, ob das den wirklich gut geschnitten hat. Und das ist tatsächlich so wunderbar geschnitten. Von dem kann ich die Matte rausnehmen. Dann haben wir hier die beiden Teile schon und darauf hat es eine Plastikschicht, die kann ich wegnehmen. Und dann seht ihr, dass ich hier schon das kleine Rentier habe. Und es spielt auch keine Rolle vom Spiegeln her, weil ihr könnt den Stempel auf beide Seiten verwenden, ne? Das ist nicht nur auf einer Seite. Und dann haben wir hier auch noch die Silhouette vom Santa. So, ich weiß, dass das gut funktioniert. Schneide ich mir auch kurz noch die anderen beiden Sachen aus, weil ich habe Buchstaben noch gemacht, weil ich euch das zeigen wollte. Weil das Stempel ausschneiden kam ja, oder die Idee dazu, warum ich das mir angucken wollte, kam daher, dass wir für die Sublimationsstempelkissen die Schriften gespiegelt haben müssen. Und da wollte ich eben gucken, ob ich das mit dem Material machen kann. Deshalb habe ich auch noch ein Alphabet. Plus ich habe dann noch ein Design, was wesentlich filigraner ist, weil Silhouetten, wissen wir jetzt, funktionieren.
Aber ich will noch was ein bisschen filigraner ist und das werde ich auch noch kurz ausschneiden. So, ich bin mit dem Schneiden durch. Wie ihr seht, ne, hier oben der Santa mit dem Rentier hat relativ gut funktioniert. Die Schrift, so lala. Ich hatte bei den S bei beiden Orten, wenn er irgendwo in die Kurve reingeht und dann wieder quasi um die Kurve wieder hochgeht, dann hat er die Tendenz, dass er das Ganze verschiebt, und bei beiden S hat es quasi hier das Ende nicht durchgeschnitten. Das habe ich dann mit einer Schere noch geschnitten. Was überhaupt nicht funktioniert hat, das hatte ich mir schon gedacht, war der Wichtel. Der hat es irgendwie zerschnitten. Herz kann ich eventuell noch verwenden. Hat hier oben einen kleinen Schnitt drin. Mal gucken, ob man das beim Stempeln sieht. Hier unten wirklich Schnittchaos. Also es hat das wirklich komplett zerschnitten. Das war zu filigran, weil mein Ziel war ja, dass ich, also hier hätte der Körper vom Wichtel sein sollen und die Handschuhe, das wären nur so feine Linien gewesen, gleich wie bei der Nase. Und das ging nicht. Aber vielleicht kann ich hier die Mütze mit dem Bommel und der Nase für irgendwas verwenden. Ne, wenn man irgendwo zum Beispiel hinter einer Mauer hervorguckt oder sowas. Ne? Aber ich würde wirklich nicht zu filigran gehen. Also die Schrift hier, so ging's. Auch hier das Geweih vom kleinen Rudolf oder vom Rentier. Das hat auch funktioniert, aber eben hier war es dann zu filigran. So, das wäre jetzt mal das Ausschneiden gewesen und jetzt will ich das Ganze natürlich testen, wie gut sich das Ganze stempeln lässt. Dann nehme ich jetzt hier einfach meinen Rudolf und das klebt wunderbar hier drauf, ne? Verrutscht auch nicht. Und damit ihr so ein Gespür für die Höhe kriegt, ne? Es ist nicht extrem hoch. Aber das testen wir jetzt einfach mal. Dann nehme ich einfach ein weißes Papier. Beim Set dabei hat es ein schwarzes Stempelkissen. Da können wir den Stempel jetzt einfach mal ein bisschen einfärben damit. Und wie immer, ne, wenn ihr neue Stempel habt, müsst ihr ein paar Mal stempeln, damit das Ergebnis gut wird. Das werde ich auch hier machen. Aber wir gucken uns das jetzt mal an, wie das erste Stempeln ist. Ist doch schon mal süß. Jetzt merke ich gerade, dass es die falsche Richtung ist. Und Stempel reinigen mache ich wie immer mit so Babytüchern. Geht am einfachsten. Jetzt drehen wir den kurz um. Weil der soll ja logischerweise in die andere Richtung gucken, ne? Das ist das Schöne, ein gespiegeltes Stempeln könnt ihr mit solchen Stempeln wunderbar machen, ne? Ihr dreht den einfach um, weil man kann den von beiden Seiten verwenden. Wie gesagt, das waren jetzt die ersten Abdrücke. Ich mache das jetzt noch ein paar Mal. Und wenn da ein bisschen Tinte auf euren Stempelblock kommt, ist kein Thema. Das könnt ihr wieder reinigen. Und auch wie immer beim Stempeln, lasst den Stempel kurz ein bisschen liegen auf dem Papier, dass die Tinte schön einziehen kann. Und ihr seht jetzt auch, da ist ringsherum Tinte, aber wenn ich das eben aus Papier dann drücke, dann ist der Stempel hoch genug oder hat genug Distanz zum Stempelblock, dass sich das nicht überträgt. Hast du mal ein cooles Ergebnis. Also Silhouetten funktionieren wunderbar. Ich will jetzt noch kurz den Santa auch noch ausprobieren. Und da könnt ihr natürlich nicht nur den Stempelblock nehmen, der mitgeliefert wird, sondern auch eure eigenen. Und jetzt testen wir das auch noch kurz. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got
like nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, night on to midnight. I want somebody to hold my hand, 'cause I got my head in the... Und da seht ihr noch die Ergebnisse vom Santa. Wie gesagt, der erste Stempel ist immer, also den könnt ihr knicken, wirklich nochmal nachstempeln. Und hier, dadurch, dass ich das jetzt eben spiegeln kann, kann ich das auch mit Sublimationstinte machen. Das ist jetzt noch diese hier, aber ich werde jetzt kurz einfach mal alle meine Arten von Stempelkissen durchtesten, damit ich mir das angucken kann, wie die einzelnen Tinten funktionieren mit diesem Silikon. Und das zeige ich euch dann noch kurz. So, ich habe das Ganze ein bisschen durchgetestet. Ich habe die Brother Ink genommen, die mitgeliefert wird. Die hier, der Abdruck ist jetzt gar nicht mal so gut. Wir haben hier gesehen, dass man das dünkler hinbekommt, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, als ich das hier gemacht habe. Ranger Archival Ink, was einer meiner absoluten Lieblinge ist. Ich soll euch das vielleicht ein bisschen näher zeigen. Da ist das Ergebnis nicht so gut. Dasselbe bei Memento und bei der Stason und auch unten bei der Oxide Ink und bei der Distress Ink war es auch nicht so gut. Und die Versacolor Pigment Ink hat eigentlich fast am besten funktioniert von denen, die ich getestet habe. Und das Thema ist, dass das hier ist ein weiches Stempelkissen. Also wenn ihr da reingeht, mit was mache ich das jetzt? Wenn ihr da hier so mit einer Ahle reingeht, dann verschwindet die quasi im Kissen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das dann auch erkennen könnt. Das ist ein weiches Stempelkissen. Und wenn wir uns die Archival Ink angucken, dieses Stempelkissen ist hart. Da geht nichts, also die gibt nicht wirklich nach. Und ja, da stempel ich auch sonst, weil normalerweise, wenn ich stempel ich mit dem Stempelkissen. Aber zeige ich euch nachher kurz, was ihr da beachten müsst, wenn ihr das machen wollt. Und noch kurz hier das zu beenden. Ich habe Artistry auch noch ausprobiert, aber eben hier dasselbe Thema. Ich kann nicht nachstempeln mit dem Stempelblock, weil das kriegt man nicht hin, dass man am selben Ort nochmal trifft. Oder zumindest ich nicht. Von dem her ist es nicht ganz deckend. Was super süß geworden ist das Heat Embossing. Das ist so eine Embossing Ink, wo man dann mit einem Embossing Pulver drauf geht und das erhitzt und damit schmilzt es. Von dem her, das ist definitiv super süß geworden. So kann ich mir definitiv eine Weihnachtskarte vorstellen, weil ihr habt das Prinzip vielleicht gar noch nicht erkannt. Ne? Mein Ziel ist, dass hier der Santa 3 Rentiere vorne dran hat. Ich habe einfach die Schnur rausgelöscht, weil eben man kann nicht so fein schneiden, den Stempel, von dem her sind die lose. Aber wenn ich die dann quasi aufreihe vor dem Schlitten, kann ich mit einem Stift die Schnur einfach noch zeichnen und dann macht das definitiv auch Sinn. Ne? Das ist meine Idee. Jetzt eben Stempeltool wollte ich euch noch zeigen. Weil das Thema ist ja, wenn wir mit einem Stempelblock arbeiten, ist es schwierig, da dann wieder genau dieselbe Stelle zu finden. Und deshalb stempel ich per se immer eigentlich mit dem Stempeltool, weil dann kann ich den Stempel auf der einen Seite aufnehmen, hier mein Blatt reinlegen und da immer wieder stempeln und das Blatt ist immer noch an derselben Stelle. Jetzt funktioniert das mit den Stempeln nicht einfach so, weil der ist extrem dünn. Und wir haben ja dieses Tool hier, hat eine Seite für Clear Stamps und eine für Rubber. Das heißt, diese Linie hier ist hier weniger hoch als auf der anderen Seite. Oder respektive, ich habe hier dieses Viereck ist ein bisschen erhöht. Und das verhindert aber, dass ich mit dem hier runterkomme. Und deshalb funktioniert es eigentlich nur, wenn ihr Graupappe nehmt, die reinmacht
Dann habe ich ganz einfach ein bisschen Kleber drauf gegeben auf die Graupappe, einfach einen kleinen Streifen und dann mein Papier da drauf festgemacht und quasi die Graupappe mit den Magneten einfach in die Ecke geklemmt. Und so, wenn ich da eben nachstempeln kann, bekomme ich auch mit der Ranger Ink, das ist einmal Stempeln, das ist dreimal Stempeln. Und es ist eben genau an derselben Stelle immer, weil ich das Stempeltool verwendet habe. Also hier diesen kleinen Hack, wenn ihr eine Graupappe hinmacht, dann könnt ihr auch diese Stempel verwenden mit dem Stempeltool zusammen. Aufbewahren tue ich die Stempel einfach so auf einem Plastiksheet. Das ist eigentlich genau gleich wie wenn ihr die kauft, sind ja auch immer so auf solchen Plastikteilen drauf. Das mache ich auch so und so kann ich das wunderbar aufbewahren und die dann nutzen, wenn ich sie brauche. So, das war jetzt ein ziemlich ausführliches Video, aber ich wollte euch eben zeigen, was möglich ist, was nicht wirklich funktioniert. Wenn ihr zu filigran geht, dass es nicht funktioniert. Aber hier solche Motive funktioniert wunderbar. Und eben auch von den Stempelarten. Ich denke, ihr könnt alle verwenden, wenn ihr mit dem Stempeltool arbeitet, weil dann könnt ihr nachstempeln. Aber das beste Ergebnis eigentlich nur mit einmal Stempeln war schon das Kissen, was mitgeliefert wurde. Das definitiv. Gibt es aber auch nur in Schwarz. Ich hätte nicht gesehen, dass es da noch andere Farben gibt. Aber wenn ihr eben den Hack macht mit dem Stempeltool, dann könnt ihr da auch mit x-beliebigen anderen Tinten arbeiten. Oder eben auch mit Versamark und dann mit dem Heat Embossing, was ich auch immer eine coole Sache finde. Das war aber auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Eben dieses Stempelkit oder Starter-Kit für Stempel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass ihr das selber auch mal ausprobieren wollt und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there?